So Leute, wir gucken jetzt die State of Play von PlayStation und es geht hauptsächlich um ein neues GTA. War das die richtige Ankündigung? Wenn dann Remaster, aber kein GTA 6. Oha. There's some very unexpected developments in your future. Shocking events that will change the course of your life. That last part might have been a hair dramatic, but there's lots of awesome updates and additions coming to the Crash Bandicoot 4 It's About Time experience on PlayStation 5. Hey everyone, I'm Lou Studdard, creative producer at Toys for Bob. I'm here to give you the feature rundown on Crash Bandicoot 4 on PS5. That includes 4K at 60 frames per second, adaptive triggers, 3D audio, and more. Let's make this fun. Picking up where Crash Bandicoot Warp left off, in Crash Bandicoot 4 It's About Time, we find the evil masterminds Neo Cortex and Dr. Entropy escaping a once-thought inescapable interdimensional prison, leaving giant holes in the universe. What follows is a mind-bending adventure for Crash and his marsupial pals. We designed Crash Bandicoot 4 to leap off your screen, brimming with bold, vibrant environments and characters. Crash Bandicoot has always looked pretty suave, but wait until you see him spinning heads in native 4K at 60 frames per second. With the weight of the universe on your shoulders, and probably some errands to run, there's little time to wait on loading screens. The DualSense wireless controllers bring adaptive triggers to your fingertips, so you can feel the blast of Neo Cortex's DNA-changing ray gun, or feel the grip when you grapple Atana's hookshot. Hold on tight when you feel the boost of Crash's jetboard, and really feel the suck when you vacuum his Dingodile. Looking to get fully immersed in the Crash Bandicoot universe? Crank it up to 11 and take your audio into an all-new dimension with enhanced 3D audio. Achieving the infamous 106% completion is the sign of a true Bandicoot master. But should our genetically mutated marsupial lose his way, leverage PlayStation 5 activity cards to track your progress and hit your goals for things like time trials, flashback levels, and boss fights. I bet Entropy wishes he had that. Even bring your incomplete save over from the PlayStation 4 and use the activity cards to get to 106%. Oh, and one more thing. If you own the PS4 version of the game, an upgrade option is available. Check out the PlayStation blog for full details. Whether it's your first playthrough or your 100th, there's no better time to experience Crash Bandicoot 4 It's About Time on PlayStation 5. Welcome back, Crash. The gang's all here on today's new edition of State of Play. We've got some great updates lined up for you. First, let's check out the latest on an eagerly anticipated game coming to the PS5 console this spring from PlayStation Studios. Hey everyone, we at Housemarque are excited to give you this sneak peek at Returnal. In Returnal, you will play as Celine, an Astra scout, who crash lands on an alien planet, Atropos, after receiving a mysterious signal, White Shadow. Players will explore this inscrutable, dark planet in search for answers and unfold mysteries, which may point to a larger force at play. Dashing and quickly maneuvering your way above and around enemies is key to survival in Returnal. Das ist Returnal. Das ist von Housemarque, die bis jetzt so, ja, so Bullet-Hell-Shooter für die PlayStation gemacht haben, so wie Resogun und so. Und das ist eben das erste Third-Person-Spiel von denen, man sieht aber trotzdem die Wurzeln von dem Studio. Also dass die quasi diese, ja, 2D-Shooter-Shoot-Ups gemacht haben. Aber es ist eben für mich kein Vollpreis 8-Euro-Titel. Das sieht so aus. Finde ich, sieht schick aus. Ich glaube auch, dass mit dem Controller und alles macht es bestimmt Bock. Aber es ist, ja, ich finde 79,99 dafür echt Sport. Also, ja. Und du hast ja hier so, dass die quasi ja, die macht auf dem Planeten, zumindest so ist das, was ich weiß, macht auf dem Planeten und kämpft dann quasi, bis sie wieder stirbt, und dann macht die wieder auf dem Planeten auf und der Planet hat sich verändert. Und so geht das quasi immer wieder. Also du stirbst, machst wieder auf, stirbst und so weiter.
und kommst so langsam in der Story quasi voran. Das ist ja wie in dem Film, der hier mit Tom Cruise. Ja, ist ein bisschen genau, ne? Wo der immer wieder neu aufwacht. Ja. Also ich finde die Grafik sieht echt schick und so. Und ich stelle mir das mit dem Controller ganz geil vor. Echt? Findest du die Grafik krass? Ja, krass. Sieht aus wie ein PS5-Spiel, finde ich. Nee. Auf der PS4, wie ist das, wo du hier Postbote bist? Death Stranding. Was ist Death Stranding Grafik? Und Death Stranding war PS4. Guck mal, wie der Regen hier aussieht, total billig. Na, weil der Regen ist nicht so gespielt. Regen auf Fisch bestellt. Ethan! Nur genau, das dachte ich mir auch gerade. Also. Okay, das jetzt, das gefällt mir. Das interessiert mich jetzt. Aber jetzt, wo es interessant wird, dann machen die hier wieder weg. Returnal lands on April 30th, and it's developed by the talented team at Housemarque. Next, let's take a closer look at a high Ich hoffe, es wird nicht so wie die Teile direkt. called Knockout City. Finde ich den ernst. Oh nee! Der will den Völkerball spielen, was ist denn das für ein Scheiß? Hi, I'm Josh from Bellin Studios. Aus dem PS4-Spiel, ich bin ganz entspannt, alles gut. Warte ab, das bringen die vor Weihnachten noch raus als PS5. Was für? Ja, du kannst ja trotzdem spielen über Abwärtskompatibilität, aber ich weiß nicht, wer sowas... Was ist denn das für ein Müll? Wenn ich andermal Spaß haben will, spiele ich Fortnite auf CNC, dann brauchst du diesen Mist nicht. Also bis jetzt erinnert mich das hier, bis auf Crash Bandicoot, erinnert mich das hier an den Nintendo Direct gerade. Er kam genauso in Müll. Ja, du hast es sogar nicht ohne. Ach du Scheiße. Battle Royale Völkerball. Nee. Battle Royale Völkerball. Weißt du, wie wir über die Switch gehatet haben? Dann haben wir, und dann hat er uns doch geguckt. Auch schon sehen? Nee. Ja, den Scheiß du musst das spielen, das ist so ein schönes Hype-Spiel. Du musst das spielen. Nee. Schreibt in die Kommentare oder im Chat, ob ich das spielen soll oder nicht. You can literally become the ball, a new weapon for your teammate. Or risk Geil, in Völkerball der teammate, explodiert. launch them high into the air with an ultimate throw, and they'll So land in a ein huge Pfeffer. instant KO explosion. The team here at Velen has been obsessed with building this world over the last 4 years. Aber weißt du, was hier geil ist? May 21st, and we'd love your help in our final Und das stretch. kannst du dem Spiel jetzt schon nicht Rally your crew absprechen, and ne? sign up for our crossplay beta at knockoutcity.com to play early on Ich sag dir PlayStation. was das Spiel rechtfertigt. Vor Fortnite. Vor Fortnite! Ja? Man kann die bauen. Hm, okay. Wird gekauft. Warte ab, bis es ein Iron Man Skin Something wurde gibt. new. Here's your first look at an upcoming PS5 game from the team at Slowclap. Oh Gott, die Grafik. Oh nee, das ist doch Cell Shading Dreck. Ich dachte, das haben die mal vergraben, Cell Shading. Oh nee. Und die Grafik dazu. Ja, das ist Cell Shading Scheiße hier. Wie bei Zelda Wind Waker, habe ich damals schon gehatet. Oh. Das muss wahrscheinlich die Grafik haben, wenn du siehst, was du hier machen kannst in dem Spiel. Ja. Nicht los.
Okay, so eine Art Spiel hatten wir auch lange nicht, oder? Finde ich schon ganz geil eigentlich. Ja, also... Ich finde auch, ich kann auch dein Cell-Shading hast, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde Cell-Shading, wenn der richtig gemacht ist, schick gemacht ist, finde ich geil. Nee, ich kann damit nichts anfangen. That was the debut of Sifu, coming to the PS5 console later this year. Now let's get an update on Solar Ash, an epic new PS5 adventure from Heart Machine. Ja, musste Fan sein, ich mochte das, schön nee. aus Interstellar geklaut. Schön aus Interstellar geklaut, das schwarze Loch. Das ist ja... Also ich hab bei vielen, bei YouTube und so gesehen, dass die da abgegangen sind, die Hölle, wegen dem Spiel. Ich mag's nie, aber es ist... Genau, ich glaube, dieses Hyperlight trifft und das ist sozusagen auch in dem Universum spielt sich eben ein anderes Spiel an sich. Aber es ist eben auch in diesem Universum, aber ja, das ist eben so ein hartes Spiel. Solar Ash is a huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement, and fluidity. Muss man Fan sein. The game is set inside a giant black hole known as the Ultra Void, which has been consuming everything in its path. Die von Annapurna Interactive, die machen ja gute Spiele. Gibt's ja nicht. Also Aber muss eben doch nicht jedes geil sein. Grafik ist etwas besser als Fortnite. Save her homeworld. Ray is extremely agile, able to speed across the world with abilities akin to skating. On the ashen clouds, she can quickly cover great distances in our huge world. At its core, Solar Ash is a game about movement, and Ray has everything she needs to flow through the dangerous and unique world. As you journey to save your planet, you'll find yourself face to face with grotesque and violent creatures. Nennt sich das PlayStation State of Play oder Sony State of Play? Built to empower players and encourage PlayStation. As you explore the ocean, enemy encounters will scale to greater and greater sizes. Some of these creatures require speed and precise timing to defeat. Infos wurden erfolgreich aktualisiert. Ray will eventually need to face the massive sentinels of this void. Wretched, starved beasts. Oh, Mann. Bis jetzt erinnert mich an Nintendo Direct. Langweiliger Rotz. Also da war das Returnal interessant bis jetzt und das Crash Bandicoot. Und sonst war bis jetzt noch nicht. Aber gut, Sony ist so, die heben sich den weißen Hasen, den sie aus Mut zaubern, meistens wirklich bis zum Schluss auf. Siehe PlayStation 5. Wobei dort war es ja wirklich ein weißer Hase. Aber dieses Klopfspiel, das fand ich schon ziemlich geil. Ja gut, okay, das ist... Also ja gut, im Großen und Ganzen haben sie schon... Und dann haben die ja... Sagen wir mal so, sehr künstlerische Spiele. Ja, machen wir sich vor, wir wollen alle Horizon sehen und God of War alle. Ja, ja, klar. If you're a fan of scary games, this next one is for you. Oh! Manhunt 3! Oh, das Are you ready? Oh! Was ist das nun schon wieder hier? Das ist was für ein Stream, das ist für ein Stream. Auf jeden Fall die Charaktere aus Five Nights at Freddy's. Das sieht mir sehr nach Psycho aus. Was für ein Stream? Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. So, jetzt sieht das auf jeden Fall nicht mehr so geil aus. Okay. Ruckelt das? Also nicht der Stream ruckelt, sondern das Spiel? Ja, das Starter-Level, aber...
Das sieht aus wie Resident Evil 7 auf frisch bestellt. Hast du gerade Even gehört, weißt du? Also wenn das das neue Five Nights at Freddy's ist, dann echt schwach. Was machst du? Das ist schwach. Ich hab einen Trailer von dem Spiel gesehen. Von dem neuen Five Nights at Freddy's von Nvidia. Und das sah besser aus als der 3. Security Breach. Hey, ist das Spiel. Da stand, nee, unten stand Five Nights. A chilling new look at Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja. Up next, let's take a tour of Oddworld Soulstorm. Okay, ich glaube, das hatten sie beim letzten Creative Director at Oddworld Inhabitants. Das ist ja vermutlich über die neue Installation brief von tour of our newest game, so wie die das damals eigentlich gerne gemacht hätten. Ronny ist immer noch übelst leise. Aber dafür... In Soulstorm, you reprise the role of a accidental hero turned unlikely leader of an emerging revolution. As you do battle through weird and wonderful environments in an effort to escape the all-powerful and eternally greedy Gluckons. We really wanted to bring this world to life with what we call 2.9D platforming, which adds much more depth and immersion for the player. This sense of connection is also reinforced through the use of DualSense's haptic feedback, as you'll now be able to feel Abe's heartbeat in high alert and suspenseful situations. There are well over 1,000 Na klar ist das knackscharf. Das ist ein PlayStation 2 Spiel einfach but they are far more in die than heutige helpless Zeit workers geholt. looking to be saved. When used effectively, you'll be able to solve puzzles, harness their combined alles energy, gut. and be given the tools they need to fight alongside you. And there will be times when the extra hands will be needed as you face off against an array of heavily armed enemies that will stop at nothing to find and end Abe once and for all. Ich guck dir mal den Trailer zum Five Nights at Freddy's vom ATX Review. In order to stand a chance against this much larger threat, we gave Abe the ability to scavenge, loot, and pickpocket items from his surroundings and use them to craft an impressive arsenal of his own that he can share with others. Also ich hab echt gedacht, als ich den Trailer You can gesehen habe, also das wird play as a was non-lethal davon. pacifist or an agent of chaos. We Du wanted hast you to have wenig erwartet und was du but there is bekommen one hast, ist noch iconic weniger. ability for our shamanic protagonist. Naja, Possession. ich hab This echt mystical gedacht, dass power der Trailer allows sah you to echt take control of vielversprechend your aus. foes and use their strengths and weapons Quasi, against ja. them, or use them Aber to jetzt, gain als ich die access to paths Ingame-Bilder still gesehen ahead. habe, nee. The Oddworld universe is a diverse place, and this means that there are some environments and situations that require a little more thought, patience, and stealth. You'll find dark and dangerous caves, heavily guarded industrial sites, and ancient forgotten lands. Here, we've built lots of opportunities for you to test your skills and find different ways to handle things. Also die Grafik von dem Spiel geht It ganz won't be gut. easy. Von If dem her. being hunted by an army backed by a shady and wealthy organization isn't bad Der enough, Stream there grad are scheiße. also hier. more dangers in the forms of natural obstacles, ancient traps, Streamt sie die trials auch gut against aus? swarming dark creatures, and industrial Ey, hazards die that sieht must be bestimmt auf dem dodged, crossed, VR-Fernseher noch viel and schöner avoided. aus. Ja, ja, Ultimately, klar. Abe's journey is one of hope, freedom, and truth. There is a rich and engaging narrative to discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. In true Oddworld fashion, your actions in-game will decide the fate of Abe and all those you manage to liberate along the way. And we can't wait to see what you will Also ist schon do. überraschend, dass diese Zeit noch kommt. Hätte ich nie gedacht. 6. April? Ist ja um die Ecke. Ja. Das stimmt. That was the latest on Oddworld Soulstorm. Geil. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost starting in April. PS5 version for no extra cost starting in April. Ronny ist im Stream vorne raus. Moving on. It's time to catch up with Kena Bridge of Spirits, a gorgeous new adventure we last saw in the June PS5 Nee, showcase. das letzte Mal war ich doch voraus, oder? Was für Scheiß. Oh. Also halt die Klappe jetzt. Hast das letzte Mal schon gedisst. Lass es.
Ja, es sieht doch aber aus wie hier. Spiele für 3-Jährige. Aber aussehen tut's schick. Also jetzt nicht, also nicht die übelste Grafik, aber so märchenhafte Grafik halt, ne? Na gut, der Bordfilm sah scheiße aus, das GP ist. Ja, und das Horizon war für mich ein Sekunde zu PlayStation zu wechseln. Das sah gut aus. Die Berge, Alter, oh. Boah. Schick. Was geht denn jetzt ab? Der Kampfszene hier. Das ist Zelda. Die Zelda. Ja. Nur Zelda mit geiler Grafik. Heutzutage ist ja immer noch Zelda mit scheiß. Ja, die ständig schwarzen Viecher, die können quasi deine Waffen aufwerfen und so und deine Fähigkeiten steigern. Okay. Wir warten auf das neue Zelda, mal gucken, wie es aussehen wird. Aber Gott, ja. Müssen sie ja eine Switch Pro rausbringen fürs neue Zelda. Die alte Switch hat das letzte schon nie geschafft. So wirklich. Naja gut, ich kann theoretisch Zelda auf 8K spielen. Hä? Ja, auf dem Rechner. Am Abo. Was denkst du, was da abgeht? Oh, das sieht schon. Jetzt sieht's doch gut aus. Das habe ich das letzte Mal gehatet. Ja. Kann ich gar nicht verstehen bei dem Scheiß. Nee. Glaube ich. Oh. Okay, hier sieht der Regen geil aus. Ja. Hier sieht der Regen wie Regen aus. Oh, was ist das? Das ist der Motherfucker. Ganondorf für Arme. Ganondorf auf Fisch bestellt. Also das Spiel wird definitiv gekauft. Ist das ein Exclusive? Der kommt auf zumindest PS4, PlayStation Exclusive, ja. Oh, sehr geil. Da hat PlayStation auch wieder einen rausgekloppt. Ja, das ist von Ember Labs, die haben bis jetzt nur Animationsfilme gemacht. Das kommt auch für PC. Und gut, PC, ja, PC sind wir schon nicht. Wie kommt es denn, dass ich wie übelst laut, oder was ist laut? Normal laut? Jonna auch und Ronny so leise? Ja, die wollen sie auch im Chat drin hier. Wollen die es eigentlich gut beschuldigen? Keine Ahnung. Wie hat das bessere Mikro vielleicht? Ich habe jetzt eigentlich jetzt so mein Samsung-Ding gehabt, ja. Also ich finde, das Spiel ist ein Arsch. Ja. Oder? Ja, also ich mag den Stil schon irgendwie, aber ich glaube, das wird nicht, ist nicht mein Spiel, weil dieser Zeitdruck, den du nur hast. Aber so der Stil an sich ist schon cool, definitiv. Also das ist ja hier von Arcane, die ja zu Bethesda gehören, das PS5 Exclusive, was von Bethesda kommt, was ja eigentlich zu Microsoft mittlerweile gehört. Oder fast gehört. Also eigentlich ist es ein Microsoft-Spiel exklusiv für die PlayStation 5. Das ist auch geil. Ja, wie das Ghostwire Tokyo ist ja auch quasi ein Bethesda-Spiel, was nur für PlayStation 5 erstmal kommt. Aber das ist Oddworld dann quasi als PlayStation Plus-Titel, das finde ich geil. Gekauft ist bestimmt nie, aber dann das Oddworld, dass das PlayStation Plus-Titel wird. Na klar, stand doch uns da. Hast du davor gelesen?
ab 6. April bis 3. Mai ist es PlayStation Plus. Ja. Ja, mach schon mal 200 GB frei verkauft. Ja, genau. Ne? Also ich mag diesen Soundtrack, so dieses ein bisschen James Bond angehaucht ist. Das stimmt. Übrigens, es wird die abgeraten, die James PlayStation 4 500 GB Version zu kaufen. Song's over, people. And so is Ram and Frank. The rest of you motherfuckers are next. Was? Dieses Bridge of Spirit kannst du bei GameStop für 99 € vorbestellen. Was? Das Deathloop hier? Na, hier das Zelda auf neu. How about a huge update for one of 2020's most celebrated games? Oh ja! Final Fantasy VII Remake. Oh ja! Jetzt bin ich gespannt. Geil! Ich liebe das, mein Lieblingsspiel. Seit 97. It's my turn! A touching reunion. Well, guys, your girl finally made it to Midgar. Ui, wer ist denn das? Die gab's noch nie. Die ist neu. Materia Hunter and a Was? Special Forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our Schaffi? enemy that Wutai is not Die ist doch ein optionaler Bonuscharakter im Hauptspiel. We got this. I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. Where's Cloud? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well, of course he will. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? No, better not. After what they've done, you gotta assume Shinra's on their tail. Look, a Moogle! Okay. Stop! We gotta help. Also wenn es nur für die PS5 kommt, fände ich trotzdem frech, wenn das jetzt optionaler Content ist. Was? Die Schaffi, die ist eigentlich also die kommt aus Wutai und die kriegst du eigentlich in der Mitte des Spiels erst. Im Original FF7. Oh, grau. Boss! Es klang jetzt ein bisschen so, als würde das passieren, während der heute im Reaktor ist, bei den Reaktoren. Ja, ja, genau. Aber eigentlich ist es richtig, was die machen. Weil die Geschichte von Yaffi, die sagte damals im Hauptspiel nur, ja, ich war auch in Midgard gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ihr auch dort wart. Integrate. Remake Integrate. Let the hunt begin. Oh, was war denn das? 6.10.21. Get down here, Bert. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, es ist da. Na, ist schon mal ganz dicken schärfer und besser, ne? Ich hätte nie gedacht, dass das nochmal möglich ist. Das war auf der PS4 schon. Also absolut Bombe, ne? Ich hab's auf der Pro gespielt. Vor allem das Licht auch jetzt hier. Echt geil. Also wie gesagt, das war auf PS4 Pro schon krank. Und das hatte keine Fehler. Das hatte ein paar matschige Türtexturen, mehr nicht. Keine Bugs, nichts.
ich glaube nicht, ist der 6.10. Ich glaube, es ist der 10.6. Ja. Aber trotzdem finde ich, wenn man einen Zusatzcontent bringt, der kann nicht bloß bei der PS5-Version dabei sein. Die können mit dem Titel machen, was die wollen, weil es wird sowieso geguckt. Ja, das weiß ich, Marcel, das ist ja klar, aber ja, es ist eben, naja. Quality of Life, jetzt wird's interessant. Ja, die Ladezeit ist geil. Grau! Alter! Ja, die müssen diesen beschissenen Mokri oder Anzug anhaben, die kann nur andere Klamotten anhaben. Oh, das sieht ja nochmal so fett aus, ey. Vor allem, das ist Ingame-Grafik hier, was ihr seht noch. Das ist einfach nur ein Traum. Der Upgrade. Okay, also du kannst quasi, wenn du es zur PS5-Version upgradest, also du, ne? Könntest du dann die Zusatzepisode extra kaufen. Ja, also ich würde denken, das ist wirklich 6.10. That was the reveal of Final Fantasy VII Remake Integrate. Die Frage ist, was wird mit meinen Spielständen? Ich hab's ja schon mal durchgespielt. Ja. And that's our show. Boah, das fand ich aber echt, also. Excited as we are for what's to come in 2021. See you next time. Also kein Horizon. Okay, God of War war wirklich, das war Wunschdenken, aber kein Horizon. Das ist 11. Das war's jetzt. Das war's. Also ich meine, für Final Fantasy VII haben sich ja nun schon wirklich ganz schön Zeit genommen. Ne? Also das haben sie ja relativ ausführlich erklärt. Außer, was ist mit meinen Spielständen? Ja, stimmt. Das wüsste ich zu gerne. Lass uns darüber in den Kommentaren philosophieren. Schreibt rein, was ihr denkt. Ich schau mir auf jeden Fall das neue Zelda, ja. Wir sehen uns Vor allem, dass sie im nächsten Video auf diesem Kanal, wenn es da wird wieder mit PlayStation Plus. Okay. Wir haben heute mit DJ Johnson und Randale Papier reacted, wie immer. Das ist das Team, das einzig wahre. Und ja, war nicht viel dabei, außer Final Fantasy VII Remake. Und da ist noch die spannende Frage, wie findet ihr das, dass Zusatzepisoden und so weiter jetzt nur in die PS5-Version eingegangen? Schreibt es in die Kommentare. Bis demnächst.